Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer, auf dem Weg ins On-Life. Heute bringe ich wieder die Lektüre Die Kunst des Alterns von Fritz Riemann mit. Die habe ich neulich schon mal beschrieben und mittlerweile habe ich die gelesen und mit einem zweifelhaften Erfolg. Also ich fühlte mich danach etwas verunsichert, aber auch etwas gestärkt, wie das so ist. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier das ein oder andere Kapitel mir zu sehr zu Herzen genommen oder zu Gemüte geführt. Ich sagte hier schon, es gibt verschiedene Kapitel. Also im ersten Kapitel geht es um die Suche nach Glück, die neuen Freiheiten als nächstes. Dann kommt Altern als Lebenskrise, dann die Erotik und Sexualität in der zweiten Hälfte in der zweiten Lebenshälfte, Vorbereitungen aufs Alter, was das Altern heute erschwert, was das Altern heute erleichtert, Alter und Tod, Schicksalsgemeinschaft als Erleichterung, von den Tugenden des Alters, von der geistigen Freiheit im Alter, das Nicht loslassen können, Furcht vor der Einsamkeit. Und dann gibt es noch ein Nachwort. Ja, die umfangreichsten Kapitel, hatte ich schon gesagt, sind das erste hier, die Suche nach Glück und die Furcht vor der Einsamkeit. Im Nachwort kam jetzt heraus, dass diese zwei Kapitel, die den restlichen Band einrahmen, von den Leuten, die das Nachwort hier schreiben und den Band herausgegeben haben, der ist aus dem Nachlass herausgegeben worden und da wurden zwei Kapitel hinzugefügt, zwei Kapitel aus Radiovorträgen, und zwar das erste und das letzte. Deswegen passen die also auch nicht so richtig da hinein, sind aber trotzdem interessant. Ja, Riemann ist also ein Psychoanalytiker. Da gibt es ja richtige High Potentials drunter, wie man heute sagt. So, denken wir an Sigmund Freud, denken wir an Jung, an Adler. Und Riemann würde sich selber wohl so mehr in die mittlere Kategorie einreihen. Ja, und mit der Suche nach Glück, also diesem Radiovortrag, den er gehalten hat, werden also Selbstverwirklichung und Liebe als Zielvorstellungen entwickelt. Selbstverwirklichung soll nicht mit Egoismus verwechselt werden. Dann sind wir bei der Selbstbeschränkung und dann spricht er über den Leistungsehrgeiz, dass der Mitmensch dadurch mehr zum Rivalen wird und dass es oft in einem harten Kampf darum geht, wer Hammer und wer Amboss ist. Und dann spricht er davon, dass Glück ja kein dauerhafter Zustand sei, wenn man an das vierblättrige Kleeblattling denkt. Also eine Sache, die einem von außen zukommt, dass man Glück hat, man findet es und man kann es nicht selber herstellen. Wir denken ja heute, dass wir oft durch Erfolg das selber herstellen können und das Glück machen. Ja, im Kapitel über die neuen Freiheiten geht er also auf die Technik ein. Und dann werden die Fragen gefragt, ob der alte Mensch sich heute also diese Technik alle zunutze machen soll oder ob er vielleicht auch mit Ablehnung reagiert.
dann Altern als Lebenskrise. Es beginnt dann mit dem Ausfallen und Ergrauen der Haare, dass man dann das mit kosmetischen Mitteln quasi übertünchen kann. Oder dann kommt die Midlife-Krise, ja, dass der Mensch sich fragt, soll das alles gewesen sein, dass er über seine Anspruchshaltungen nachdenkt. Und dass diese Krise auch daher kommt, dass manche dann sehr bedrückend über ihre Tätigkeit nachdenken, was sie bisher erreicht haben, was sie noch erreichen können, und dass das oft so mündet in eine Form von Resignation und Verbitterung. Auch die Partnerschaftskrisen häufen sich um die Mitte, sagt er. Ja. Dann haben wir das Kapitel Erotik und Sexualität in der zweiten Lebenshälfte. Er spricht also davon, dass das auch gelingen kann, auch im hohen Alter mit einer Partnerin dann doch noch zu einem beglückenden Lebensleben zu kommen. Und dass aber andererseits die Triebfähigkeit sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, dass manche von Partner zu Partner wechseln, andere da tief resigniert sind, wenn die Potenz nachlässt, dass dann zu chemischen Mitteln gegriffen wird oder dass man sich operieren lässt oder wenn dem Sexuellen eine zu große Bedeutung im Leben zukommt und dass manche Menschen regelrecht in eine Krise geraten, wenn sie quasi, wenn die Schönheit langsam verblüht und sie dann nichts anderes haben, sie keine Alternativen haben, die sie entwickeln können. Ja, dann ist vom lüsternen alten Mann die Rede. Und dann auch so Formen der Regression, also wie der alte Mensch sich auf erschreckende Weise verändert. Ja. Die Ehefrauen sind bei alledem meist die Leidtragenden. Die Männer suchen sich im Alter jüngere Frauen und so weiter und so weiter. Dann spricht er hier im Kapitel Vorbereitungen aufs Alter. Ja, hier lese ich, was von der Basis für Hypochondrien gibt. Alles, was im Leben unvorbereitet kommt, trifft einen umso härter. Also wir sollen uns vorbereiten. Man meint damit nicht nur Lebensversicherung, Testamente und so, sondern wir sollen auch auf unser Körpergewicht achten und so weiter. Und dann hinterfragt er das, was heißt überhaupt Vorbereitung aufs Alter. Dann bringt er so verschiedene Typen von Menschen, so Leute, die nur für andere gelebt haben und gearbeitet haben, und dass die plötzlich vor einer Hilflosigkeit und Leere stehen. Oder der Mann, der Erfolg in seinem Beruf aufgeht, der nichts anderes kennt als seine Arbeit, und dann plötzlich ist der Beruf weg. Und dann fällt er auch in eine Leere und eine Resignation, vielleicht sogar in eine Depression oder Sucht. Dann sagt er, im Alter wird das Loslassen besonders wichtig. Dann spricht er von der Altersresignation,
dass der Mensch das Gefühl hat, nicht mehr gebraucht zu werden und vielleicht auch nicht mehr gefragt wird. Ja, was das Altern erschwert, ist natürlich die Jugend und der Jugendkult, der wird hier angesprochen, dass die Alten früher ja noch irgendwie respektable Persönlichkeiten oft waren, die den Jungen irgendwie einen Informationsvorsprung hatten gegenüber den Jungen und dass das heute weggefallen ist und umgekehrt, dass die Jungen heute den Alten einen Vorsprung haben in der Information und das macht das Alter natürlich etwas bitterer und führt dann dazu, dass entweder alles Neue verteufelt wird oder dass man da resigniert und mit Wut und Hass auf seine Umwelt reagiert. Der alternde Mensch kann, Zitate, heute nur zweierlei der Jugend noch voraus haben: allgemeine Lebenserfahrung und vielleicht die schon erwähnte persönliche Reife, also das erlebte Wissen um biologische und seelische Entwicklungen. Dann haben wir das Kapitel, was das Altern erleichtert. Ja, es gibt natürlich medizinische Fortschritte enorme. Man muss gewisse Krankheiten und Probleme nicht mehr hinnehmen, man kann die korrigieren. Auch Reisen wird vielfach einfacher. Also es gibt mehr Angebote für Ältere und auch für kranke Leute. Dann Alter und Tod, ja. Da wird ein Eduard Wechsler zitiert, der hat 4 Einstellungen beschrieben, wie wir uns den Tod vorstellen und erleben können. Also der Tod sozusagen als rationale Vorstellung und jenseits dieser Mythen und Märchen der Religionen, sondern wie man als rationaler Mensch, quasi als Wissenschaftler sich den Tod vorstellen kann. Und da werden dann die 4 Vorstellungen hier von dem Wechsler präsentiert, nämlich eine kosmisch-organische Vorstellung, eine ethisch-heroische, eine mechanische und was haben wir noch? Eine Vorstellung vom Nichts, eine rational-mathematische. Diese Vorstellungen vom Tod werden also hier auf 2, 3 Seiten abgehandelt, die fand ich sehr interessant. Das erinnerte mich ein bisschen an den Julian Barnes, der auch darüber gesprochen hat. Ja, das kann man dann also hier lesen. Dann haben wir die Schicksalsgemeinschaft als Erleichterung. Ja, wenn man also Gleichgesinnte hat oder Leute, die in derselben Situation hat, dann fällt einem vieles leichter. Und da bringt er noch so ein lateinisches Zitat dazu. Und dass in den Altersgruppen dann die Alten teilweise auch richtig aufblühen. Ja, von den Tugenden des Alters werden Gelassenheit genannt, dann kommt noch die Transformation, glaube ich, und die Bedürfnislosigkeit. Ja, Alterstugend der Bedürfnislosigkeit, von der geistigen Freiheit im Alter. Darin meint er, liegt eigentlich große Chance, dass man nicht mehr
so in den Zwängen ausgesetzt ist, dass man mehr Distanz im Überblick hat und auch Genialität und Furchtlosigkeit kombinieren kann und dass man da von einer Genialität im Alter sprechen kann, dass man weniger Rücksicht nehmen kann und dass es teilweise so krass wird, dass die Umwelt darauf mit einem Hinwegehren reagiert, nur um den loszuwerden, den furchtlosen Alten. Ja, dann, dass sie nicht loslassen können, dass die Alten also an ihren Jobs kleben, an ihrem Besitz kleben, die Jungen keinen Platz machen wollen und der quasi das Ganze in so einen Kampf ausartet, Jugend gegen Alter. Ja, denn der Fluch der Einsamkeit, kommen wir zum letzten Kapitel, das ja sehr umfangreich war. Er differenziert also auch Einsamkeit und Alleinsein und plädiert also dafür, dass seine Einsamkeit auch eine große Chance ist, zu sich selber zu kommen, dass aber nicht alle Menschen das machen können. Also dieses zu sich kommen, dass es Leute gibt, die immer von anderen umgeben waren, gehegt und gebütet und dass die natürlich dann Schwierigkeiten haben, wenn sie dann mal ein paar Tage alleine sind und nur auf sich selbst verwiesen. Und andere wiederum, auch große Geister, die haben die Einsamkeit regelrecht genossen. Er meint, das liegt natürlich auch daran, wie wir schon als Kind mit der Einsamkeit umgegangen sind, ob wir die entwickeln konnten, ob wir spielen durften als Kind und uns mit uns selbst beschäftigen oder ob man uns immer dirigiert hat, immer angeleitet hat und so weiter. Und ja, wovor fliehen wir eigentlich, wenn wir vor der Einsamkeit fliehen, fragt er hier auf Seite 127. Ein Motiv fanden wir in der Langeweile. Langeweile ist wieder eine Form des Verschlossenseins, der stumpfen Interesselosigkeit, des trotzigen sich dem Leben verweigern, wovor wir aber unsere und so weiter und so weiter. Ja, und damit sind wir auf Seite 130 und jetzt mache ich mal Schluss. Ja, den Band gebe ich, wenn ich das bewerten soll, eine hohe Punktzahl. Ja, tue mich jetzt schwer, das hier zu bewerten. Also ich finde, das ist eines der besten Altersbücher, die ich bisher gelesen habe. Und Abzüge gibt es eigentlich nur für die ich schreibe. Der Mann schreibt in langen Sätzen, teilweise auch verschachtelt. Und ja, wir leben heute in einer anderen Zeit. Es werden kaum noch Bücher so gelesen. Wir lesen heute schnell, wir lesen heute E-Mails, wir lesen heute, ja, vielleicht liegt das jetzt auch an mir, dass ich gar nicht mehr so ausdauernd und geduldig lesen kann, geduldig Sätze lesen kann, sondern dass ich so eine Art Schnellleser geworden bin, der über die Zeilen huscht und dass ich nicht mehr richtig reindenken kann. In meiner Jugend konnte ich noch richtig lange Romane lesen von Tolstoi.
das ist mir heute nicht mehr möglich. Ja, also wegen der Sprache gebe ich ihm einen Punktabzug. Dann wären wir bei 4 Punkten, wenn wir also da mal an Irrsinn denken. Ich gebe mir mal 4 oder 5 Punkte und sonst bin ich mit dem Inhalt zufrieden, mit dem Umfang, mit den Gedanken und ich denke, das ist ein Buch, das man mehrmals lesen kann und muss. Ein Buch, in dem man vieles für sich herausziehen kann, das auch nicht oberflächlich ist und das auch nicht irgendwie in einem Sinne einer Ideologie, einer religiösen Ideologie vereinnahmt, sondern das versucht mit großer Sachlichkeit und Objektivität an die Thematik heranzugehen. Also 4 Punkte oder 4,5 Punkte gebe ich und damit lasse ich es bewenden für heute und tschüss Leute, das war's, die Kunst des Alterns von Fritz Riemann, einem Psychoanalytiker. Okay.